Was ist die Wahrheit über Dave? Ich denke die ganze Zeit, dass so ein Exposed-Video kommt. Wie wurde aus einem Jungen vom Dorf, dessen Videos jahrelang niemand gesehen hat, Geil, aber manchmal auch doof. ein Mann mit eigenem Fernsehformat? Wie wurde aus dem, der nach 26 Stunden bei Seven vs. Wild gerettet werden musste, Es ist mir so unangenehm. ein Mann, der sich eine Mauer für eine $500.000 kauft? Für ultra viel Geld eine Wand gekauft. Hey, Moment mal. Das und noch vieles mehr erzähle ich dir heute. Perfekt. Ich bin Eleganz und wie immer ganz ehrlich. Also herzlich willkommen zu deinem Primetime-Video am Sonntag um 18:18 Uhr. Fangen wir mal von vorne an, also von ganz vorne. Dave heißt mit bürgerlichen Namen David Henrichs, geboren 1999. Aufgewachsen in einem Dorf nähe Köln mit ungefähr 10.000 Einwohnern. Zu Hause bei ihm gab es eine Regel, die einen Großteil seiner Karriere erklärt. Denn Fernsehen war kaum erlaubt, das Internet unbegrenzt. Aber unter nur einer Bedingung. Du kannst nicht daran einfach nur zocken. Wenn du was machst, wenn du was arbeitest, wenn du was programmierst, was gestaltest. Mein Vater ist Programmierer, deswegen war der sehr offen dafür. Wenn du irgendwas machst, dann hast du quasi uneingeschränkten Zugang zum Internet. Also Zugang gibt es nur gegen Leistung. Wie tief diese Regel sitzt, merkst du an einer Stelle, an der sie niemand erwarten würde. Lass uns mal gemeinsam nach ganz unten scrollen. Das älteste Video, das auf seinem Kanal noch online ist keine Challenge. Es ist eine Bewerbung. Nein, doch. Hallo, ich bin David, ich bin 18 Jahre alt. Er bewirbt sich als Cutter und Kameramann bei einem der größten YouTuber des Landes. Und das war zu dem Zeitpunkt mit 17, 18 Jahren mein absoluter Traum, mein Traumarbeitsbereich. Auch wenn meiner Meinung nach das Video super geschnitten ist, kriegt er die Stelle nicht. Dennoch kriegt sein Bewerbungsvideo über 300.000 Aufrufe. Und somit ist sein erster Erfolg im Internet eine Absage. Hab den Job nicht bekommen und habe quasi mein Abi zu dem Zeitpunkt fertig gemacht. Aber der wahre Anfang liegt sogar noch 8 Jahre früher und ist nirgends zu finden. Denn Dave lädt Videos hoch, seit er ungefähr 11 ist. Und habe angefangen, richtige Drecksvideos zu machen. Er dreht ein Video mit dem Titel 50 unangenehme Fragen und überspringt die Hälfte davon, weil er ja auch erst 13 ist und die meisten dieser Fragen für ihn noch überhaupt kein Thema haben. Ich habe im Prinzip persönliche Dinge von mir erzählt, aus einem Leben eines 13-Jährigen, die aber natürlich völlig uninteressant sind. Ich mag Züge. Und bin am Ende bei Videos gelandet wie 10 Fakten über mich. Aber niemand kannte mich und es hat auch niemand interessiert, was 10 Fakten über mich sind. Aber ich habe einfach irgendwas gemacht. Und dann kommt der Satz, den ich mir bei dieser Recherche als allererstes aufgeschrieben habe. Dazu komme ich aus einem Dorf, 10.000 Seelenort. Du lädst ein Video hoch, das Video bekommt 100 Klicks und die 100 Klicks sind aus dem Dorf. Und es sind nur Leute, die es natürlich viel einfacher finden, das Scheiße zu finden, als das zu supporten. Ganz ehrlich, das kann ich nachvollziehen. Die ersten Kommentare unter meinem Video waren fast nur Hate-Kommentare. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich dazu mal ein Video machen soll, aber irgendwie will ich Hass ja auch keine Plattform bieten. Und ich bin auch keine KI-Person. Also zurück zu Dave. Denn mit 15 hört er mit den Videos erstmal auf. Es ist ihm schlichtweg einfach unangenehm. Obwohl ich weiter Lust hatte, habe dann aber keine Videos mehr gemacht und habe die Szene nur beobachtet. Und was in diesen Jahren stattdessen passiert, hätte ihn fast das Abitur und seine YouTube-Karriere gekostet. Das war der absolute Horror. Mit 15, 16, 0 Bock-Phase, mega am die ganze Zeit. Er beschreibt das später sehr nüchtern. Auf dem Dorf gibt es 3 Wege, wenn man Energie hat und nichts zu tun. Fußball, am Roller schrauben und Drogen. Und dann rauche ich, bin mit Leuten, die auch rauchen. Man versteht sich perfekt und ich komme einfach zur Ruhe. Über die Jahre ist das sein Alltag. Aber von 3 Jungs, mit denen er das Abitur anfängt, macht genau einer es fertig. Er. Habe mein Abi gemacht, in der Zeit immer wieder in der Fabrik gearbeitet und dachte, boah, was kann ich machen? Meine Eltern sind sehr hinterher, dass ich aktiv bin. Dennoch, er fehlt so oft, dass die Schule die Eltern einbestellt. Und die Lehrer sagen ungefähr das hier. Ja, der hat einen Zweierschnitt, so, aber der ist halt nicht da. So, wenn der kommt, dann schreibt er die Arbeiten gut. Seine Eltern raten ihn vom Abitur ab. Meine Eltern wussten überhaupt nicht wohin und haben so gesagt, David, mach das Abi einfach nicht, mach eine Ausbildung oder mach irgendwas. Nicht aus Bosheit, sondern weil sie sehen, dass er 0 Aufwand reinsteckt. Hab das nicht verstanden, was sie von mir wollten. Er macht es trotzdem. Und das ist das erste Mal in dieser Geschichte, dass Dave etwas durchzieht, das ihm gerade niemand zutraut. Und
es wird nicht das letzte Mal sein. Und direkt nach dem Abitur kommt der Satz seiner Eltern, der alles in Bewegung setzt. Entweder du gehst arbeiten oder du machst ein Praktikum, aber du bleibst nicht ein Jahr zu Hause und kiffst so weiter, wie du es gerade tust. Also bewirbt er sich bei Studio 71 in Berlin, damals eines der größten YouTube-Netzwerke des Landes. Und am Ende sagt sein Chef den Satz, der seine Karriere entscheidet. Hey, du kannst hier Vollzeit arbeiten, aber mach's lieber nicht. Geh deinen eigenen Weg. In Berlin passiert aber nicht nur das, sondern auch noch etwas anderes. Er hört auf zu kiffen. Nicht durch Willenskraft, nicht durch Therapie, sondern weil niemand mehr da ist, mit dem er es tun könnte. Der große Vorteil, den ich hatte, dass ich einen Ortswechsel hatte und ich einfach weg war von dem ganzen Kram. Dann geht er nach Köln, teilt sich das Büro mit einem anderen YouTuber Mit Max. Was geht? Ich bin Max. Hallo. und setzt sich selbst eine Frist. Nehme genau 6 Monate. Entweder es klappt bis zum Ende oder es klappt nicht. Und das Thema, mit dem er das schafft, ist ausgerechnet das eine, das ihn vorher fast zerlegt hätte. Das war im Prinzip ein 30-Minuten-Bericht über meine eigenen Erfahrungen mit dem Kiffen. Das war auch am Ende das erste Video, das 1 Million Views bekommen hat. 6 Jahre später, also heute, steht es bei 2,4 Millionen Aufrufen. Der Mann macht seinen ersten Millionenerfolg aus seiner eigenen schlechtesten Phase. Und ab da wird es Kalkül. Denn damals entscheidet in Deutschland eine einzige Sache darüber, ob dein Kanal wächst. Ob ein Großer auf dich aufmerksam wird. Und Dave setzt sich hin und rechnet das durch. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich Videos mache, die in eine Richtung gehen, wo Justin reagieren könnte, Mode, Rolex, Auto, Ach, du hast wirklich so weit gedacht? ja, dann wird Justin reagieren. Oh mein Gott, Alter. Das ist aber echt ein wilder Clip. Wenn ich was in Richtung Papa Platte mache, dann wird Papa Platte Gelbe Karte. Du bekommst eine gelbe. Schlechter Link, danke, Bro. reagieren. Wenn ich was in Richtung Madeira mache, wird Simon Unge reagieren. Und Ach, krass. das war dann der Moment, wo ich mir einfach bei allen so die paar Leute aus der Community abgesnackt habe, die irgendwie auch was mit mir anfangen konnten. Lass das kurz auf dich wirken. Denn er baut seine Videos so auf, dass sich andere Leute für ihn interessieren und ihm dadurch Reichweite geben. Und er erzählt das komplett offen und verkauft es nicht als Zufall. Ich wollte von Dave ein Video anschauen. Und dann wirft er das raus, wofür er sich überhaupt jemals eine Kamera gekauft hat. B-Roll-Sachen raus, juckt keinen, brauchst Story. Ne? Es geht um Entertainment und nicht darum, dass das Video möglichst schön aussieht. Der Junge, der jahrelang Zeitlupen gefilmt hat, schneidet genau diese Aufnahmen als erstes raus, weil sie nichts bringen. Und mit genau dieser Methode meldet er sich für eine Sendung an. Willkommen bei Seven vs. Wild. Erste Staffel in Schweden. 7 Menschen, 7 Tage, 7 Gegenstände, keine Crew, kein Essen und jeder filmt sich selbst. Dave ist der Jüngste und der mit Abstand unerfahrenste. Und das Erste, was er baut, ist kein Dach. Es ist ein Bett. Es geht voran. Ich habe mich dafür entschieden, so ein Bett aus einer Holzkonstruktion zu bauen. Er hängt sein Tarp mit der offenen Seite in den Wind. Ich werde das aber so lassen, weil ich daneben hier eine Wand aus Holz hochziehen möchte. Wer mir da ins Gehirn geschissen hat, würde ich jetzt ganz gerne wissen, aber es ist nun mal so. Er kriegt kein Feuer an, er trinkt braunes Wasser und er ist ein Pilz. In der Nacht kippt es. Erbrechen, Schüttelfrost, alles nass, alles kalt. Und dann drückt er den Notknopf. Es ist mir so unangenehm. Nach ungefähr 26 Stunden. Das ist keine Schwäche. Das ist exakt der Grund, warum es diesen Knopf gibt. Guck mal, wie ich gucke. Tut weh. Was für ein schreckliches Ende. Aber darum geht es im Internet ja nie. Ey, es ist mir so fucking unangenehm. Was in diesen 26 Stunden allerdings kaum jemand mitbekommen hat, dieser Ausfall war der wichtigste Karriereschritt seines Lebens. Denn wer bei diesem Format ausscheidet, darf nicht nach Hause. Er darf nichts posten, nichts verraten, nichts hochladen. Er sitzt 7 Tage in einer Hütte in Schweden fest. Mit den Machern der Sendung. Also saßen wir da mit einem Stift und einem Zettel und haben überlegt, was macht YouTube-Videos gut. 7 Tage ohne Internet und was macht Dave? Er analysiert YouTube. Ein Jahr später fliegt er für Staffel 2 mit. Nicht als Teilnehmer, sondern er soll kleine Vlogs für einen Zweitkanal drehen. Vor Ort merken alle, das Material ist so gut Wow! und zu viel,
Das Team kommt gar nicht mit dem Schnitt hinterher. Und haben mich dann gefragt, ob ich das nicht schneiden will. Und das war nach dem Video, nach den Reactions. Das dann, war eigentlich nochmal der Push. Genau, oder? das war dann quasi der Step in die wirkliche breite Masse. In die Und Millionen quasi, oder? Damit hast Ja. du die 1 Million Ja. Abonnenten auch durchbrochen. Dann. Ja, nicht ganz. Ich habe verdoppelt von 400 auf 800.000 Abonnenten Okay. und der Rest kam dann wieder mit Sachen Okay. von mir. Aber das war ein unglaublicher Schritt für mich. Die 3 meistgesehenen Videos seines gesamten Kanals sind bis heute Videos über eine Sendung, aus der er nach einem Tag rausgeflogen ist. Doof. Und für dieses Projekt gab es keinen Vertrag. Seven vs. Wild Behind the Scenes Staffel 2 war ein Handschlagdeal mit Fritz und Johannes. Ein 6-stelliges Projekt per Handschlag, nur die 26 Stunden ließen ihn trotzdem nicht los. Weil es mir so unangenehm ist, überlege ich schon seitdem ich raus bin, was für ein Projekt ich machen kann, um das wieder gerade zu rücken. Und dann macht er genau das. Um es mir selber zu beweisen. 2023 fährt er zurück nach Schweden. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpft ein Mann 7 Tage mit 7 Gegenständen ums Überleben. Diesmal hält er durch. Und während diese Videoreihe läuft, knackt sein Kanal die erste Million Abonnenten. 2 Jahre nachdem er die Person war, die gescheitert ist und abgeholt werden musste, Ey, es ist mir so f***ing unangenehm. hat er sich selbst wieder hergerichtet. Öffentlich vor Millionen Menschen. Hey, wie krank! Und dann passiert das hier. Scheinbar sehen seine Haare zu gepflegt aus, der Bart zu ordentlich und bestimmt hat das Team in einem Hotel geschlafen. Ein Mann macht 7 Tage lang genau das, wofür ihn 2 Jahre lang alle ausgelacht haben und dann ist es angeblich gestellt. Das hat mich 2 Jahre lang bedrückt, dass ich da so eine Scheißleistung abgeliefert habe. Aber ich hab's wieder gut gemacht. Vorbei. Kann ich aus meinem Kopf streichen. Mein Gott. Und du musst dir deine eigene Meinung bilden. Ich nehme dir das bewusst nicht ab. Ich sage nur, entweder war alles inszeniert oder ein Mensch hat sich 2 Jahre lang so sehr an einer Sache abgearbeitet, dass er freiwillig eine Woche gehungert hat. Und als nächstes baut er ein Format, in dem andere Menschen das tun müssen, was er sich selbst beweisen musste. Willkommen zu The Race. 5 Creator, ein Startpunkt irgendwo auf der Welt, ein Ziel über 3000 Kilometer entfernt. Kein Geld, kein Handy, kein Kamerateam. Wer zuerst ankommt, gewinnt. Es wird ein Riesenerfolg. Staffel 1 kurz danach Staffel 2 und das auf YouTube und auf Streaming-Anbietern. Und am 22. Oktober 2025 steht Dave in der BMW Welt in München auf einer Bühne. Blauer Panther, Kategorie Entertainment. Der Preis, der früher Bayerischer Fernsehpreis hieß. Unser Team ist wirklich überschaubar. Wir stecken Hals über Kopf im nächsten Projekt, weswegen wir heute Abend leider nicht persönlich vor Ort sein können. Der Mann, der 4 Jahre vorher nach einem Tag aus einer Survival-Show geflogen ist, bekommt einen Fernsehpreis. Das wird richtig geil. Und jetzt reden wir über das, worüber in dieser Branche eigentlich niemand redet. Die Zahlen. Man kann auf jeden Fall sagen, beide Staffeln waren umsatzmäßig über 1 Million und kostenseitig deutlich unter 1 Million. Und der Grund, warum das so gut funktioniert, ist derselbe wie bei Seven vs. Wild. Es kostet fast nichts, wenn Leute sich selbst filmen. Keine Kameraleute, keine riesen Crew, keine verstückelten Drehtage. Du gehst 7 Tage raus, nach 7 Tagen gibst du uns die SD-Karten. Und genau da liegt auch das Problem. Will ich verantworten, jetzt die Leute in eine noch verrücktere Situation zu stecken, ohne für absolute Sicherheit garantieren zu können? Steigt da irgendwer bei irgendwem ins Auto? Wir haben keinen Einfluss mehr. Dann. Und er ist nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Denn während das Format Preise gewinnt, schreiben deutsche Redaktionen etwas anderes darüber. Sie betteln um Essen, Almosen und möglichst viele Klicks. Bei der 3. Staffel in Südostasien kam laut Berichten weitere Kritik dazu, dass sich Teilnehmer durch Regionen schnorren, die kurz zuvor von schweren Überschwemmungen betroffen wurden, beziehungsweise mitten im Dreh. Meiner Meinung nach muss man dazu aber auch sagen, dass zum Start der Staffel die Überschwemmungen noch nicht begonnen hatten und nach Bekanntwerden der Staffel auch vorzeitig abgebrochen wurde. Und das Format hat auch die andere Seite gezeigt. Menschen, die helfen, ohne etwas dafür zu bekommen. Wobei ich mir wünschen würde, dass die Leute, die den Influencern geholfen haben, auch irgendwie was zurückbekommen. Denn wenn sich wohlhabende Influencern von Leuten durchfüttern lassen, die kaum selbst etwas haben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie mit einer Mitleidsschiene kriegen. Und dann auch noch lügen. It got stolen. Dann finde ich das mehr als nur bedenklich. Egal wie unterhaltsam das Format ist.
Aber was du von diesem Format hältst, das musst du selbst entscheiden. In diesem Video geht es ja auch um Dave und nicht um The Race. Aber bevor wir zum größten Fehler seiner Karriere kommen, musst du wissen, wie Dave über Geld denkt. Denn das erklärt alles, was danach passiert. Also wir hatten letztes Jahr eine Rentabilität von ungefähr 70%. Eine Rendite, für die Agenturen vermutlich morden würden. Und dann erklärt er, wie er mit dem Finanzamt umgeht. Ich sehe die Steuer auch als kurzzeitigen zinsfreien Kredit. Er behandelt seine Steuerlast wie eine Bank, die keine Zinsen nimmt. Das ist definitiv konsequent zu Ende gedacht. Alles clean, aber auf Kante. Jemand, der so denkt, rechnet irgendwann auch aus, wie lange er mit etwas durchkommt, das nicht erlaubt ist. 2021 hat er sich von nichts zu einer Rolex hochgearbeitet. Ich bin reich! Und sie am Ende an einen Zuschauer verschenkt. Viel Spaß mit deiner neuen Rolex. Danach will er es größer. Höheres Ziel. Ein Porsche. Die Serie heißt Porsche Trade Up. Porsche Panamera, der Hammer! Er taucht nach Golfbällen, die andere Leute verloren haben. Er handelt und in Folge 5 baut er einen Online-Shop für Poster. Das Vorbild findet er auf TikTok. Ein Account, der laut Auswertungstool in 30 Tagen $77.000 Umsatz gemacht hat. Dann setzt sich in Köln ein Medienrechtler hin und nimmt die Folge auseinander. Öffentlich auf YouTube. Also, er will Poster verkaufen, Poster, die richtig gut funktionieren. Es ist Christian Solmecke. Aber da geht legal nicht alles zu, jedenfalls, wenn man sich mal seine letzte Folge anschaut. Er findet 4 Baustellen. Erstens das Markenrecht. Zweitens das Urheberrecht. Die Fotos auf den Postern hat nicht Dave gemacht, sondern Fotografen. Ein Motiv ist sogar ein Cover eines bekannten Musikalbums. Und das geht natürlich nicht, das ist einfach, ja, geklaut, wenn man so will. Drittens das Persönlichkeitsrecht. Und viertens, irgendwie mein Lieblingsdetail, der Countdown im Shop. Ein Timer, der einen Rabatt befristet und sich danach einfach wieder zurücksetzt. Das ist keine Marketingidee. Das ist Wettbewerbsrecht. Die Geschäftsidee vielleicht nicht schlecht, das muss ich sagen, aber so wie er es aufzieht, wo die Motive herkommen, hochkritisch und sehr, sehr schwierig. Und was passiert dann? 18 Monate lang nichts. Die Serie läuft weiter. Die Videos bleiben online. Der Shop bleibt offen. Und dann kam die E-Mail und in der stand, hey, wäre mega nett, wenn ihr die runternehmen könntet. Wir haben keine Lust auf Stress. Und Dave diskutiert nicht. Und 1,5 Jahre Arbeit offline. Und dann sagt er den Satz, der aus einer Panne eine Entscheidung macht. Es war die ganze Zeit bewusst, oder? Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Das sind Wege, die man geht, wo man weiß, oh ja, vielleicht halte ich damit 2, 3, 4 Monate durch. Das am Ende 18 Monate oder was waren noch besser. Aber wenn dann jemand sagt, hey, wir haben es jetzt gesehen und es wäre cool, wenn es nicht mehr da ist, das kann ich gut nachvollziehen. Es war rechtlich falsch und gegenüber den Fotografen war es unfair. Er hat es selbst so genannt. Aber es ist die ehrlichste Auskunft über diesen Menschen, die es gibt. Er geht Wege, von denen er von Anfang an weiß, dass sie irgendwann zu Ende sind. Und 3 Monate später fährt er dieses Prinzip in eine Felswand. 2023 kauft Dave sich seinen ersten Traumwagen. Und zwar nicht im Autohaus. Im März 2024 hat mich dieser 991.1 GT3 RS in miserablem Zustand gefunden. Ohne dass ich ihn selber gesucht habe. Er kauft einen Unfallwagen und baut es 2 Jahre lang wieder auf. Er dokumentiert alles dazu und ist im März 2026 fertig. 3 Tage später ist es kaputt. Das ist mein absoluter Traumwagen und ich habe ihn 3 Tage, nachdem er fertig wurde, direkt kaputt gemacht. Alpenpass in Österreich. Dreharbeiten, Schnee, Eis, nasse Fahrbahn. Also genau die Straßenbedingungen, bei denen jeder etwas mehr Acht geben sollte. Ja, ich weiß, ihr hättet das alle besser gemacht. Aber Dave gibt trotzdem Gas. Sieht ja auch irgendwie cooler fürs Bild aus. Das Heck bricht aus. Der Wagen schlägt frontal in eine Felswand. Ihm passiert zum Glück nichts. Dem Auto schon. Allein die Ersatzteile kosten rund 20.000 €. Immerhin sieht er es ein. Und was macht er? Er startet sofort das nächste Projekt. Wiederaufbau in 7 Tagen. 7 Tage. Als YouTuber braucht man anscheinend immer irgendwie so einen Zeitdruck. Den mache ich mir ja auch. Weil hier gibt es ja auch jeden Sonntag, also alle 7 Tage, ein neues YouTube-Video. Und wenn du diesen Kanal hier weiterhin unterstützen möchtest, lass doch gerne mal ein Abo da. Wenn du schon abonniert hast, vielen Dank und schön, dass du wieder mit dabei bist. Zurück zu Dave. In seiner Garage steht zu diesem Zeitpunkt ein zweites Auto. Absolut voll ausgestattet. Voll. 300
16 brutto bezahlt. Und rund 1600 Kilometer auf dem Tacho. Das Auto gibt mir nicht das, was ich beim Autofahren suche. Dass ich in den Laden gehe, mir eine Finanzierung hole und einfach ein Auto für 300.000 Euro besitze, das ist nicht das, wie ich gesehen werden will. Und genau deshalb bricht er in dem Moment zusammen, in dem zum ersten Mal alles fertig ist. Vielleicht, weil ich genau da angekommen bin, wo ich immer hin wollte. Da ist mein ganzes System zusammengebrochen. Zweite Staffel The Race. Das Konzept steht, die Optik steht und die Folgen sind verkauft. Das Team ist auch eingespielt. Und der Mietvertrag fürs Büro läuft bis 2029. Das war durchfinanziert. Kohlemäßig mussten wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Die Folgen waren verkauft, das Material war gut, wir wussten, dass das Konzept funktioniert, wir wussten, dass DCI steht, wir wussten, dass die Leute darauf warten. Und dann fällt der Satz, um den es in diesem ganzen Video eigentlich geht. Im Prinzip war mein Leben, vor allem mein Arbeitsleben, problembefreit. Und damit habe ich den kompletten Purpose verloren. Es war nichts mehr kaputt und es gab auch nichts mehr zu reparieren. Unglaubliche Antriebslosigkeit. Dann bin ich morgens um 9 im Office gewesen und um 1 Uhr nachts gegangen, weil ich hinten raus einfach probiert habe, durch mehr Zeit im Office meine wenige Effektivität auszugleichen. Ja, und dann einfach zum Psychologen gegangen, einmal die Woche mit dem gequatscht. Über die Folge, in der er das erzählt, steht das Wort Burnout. Dave selbst benutzt dieses Wort nicht. Er spricht davon, dass er sich Hilfe geholt hat. Das hat irgendwann einfach professionelle Hilfe gebraucht. Eine Diagnose hat er nie öffentlich gemacht. Und deshalb stelle ich ja auch keine. Was er stattdessen macht, ist die Entscheidung, für die ich ihn wirklich bewundere. 22. März, 15:51 Uhr. Staffel 3 geht online. Die erste, die nicht mehr ihm gehört. 4 Stunden später schaltet er allein im Büro eine Kamera an. Ich habe The Race verkauft und das aus folgenden Gründen. Über die letzten Jahre hat uns The Race nicht nur begleitet, sondern vollständig eingenommen. Ein Jahr für ein Projekt. Schneiden, hochladen, planen, drehen. Habe ich Schneiden schon gesagt? Und dann die Frage, die jeder zuerst stellt. Ging es ums Geld? Es gab super Angebote. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, einfach für mehrere kommende weitere Staffeln zu unterschreiben bei Streamern. Und da wäre mehr Kohle bei rausgekommen, als es im Verkauf der Fall war. Er verkauft das Format nicht, weil es schlecht lief. Er verkauft es, weil es fertig war. Ich bin einfach wieder YouTuber und nicht mehr Produzent und nicht mehr Unternehmer und sonst irgendwas, was ich die letzten 2 Jahre dachte, sein zu wollen. Ich habe selten jemanden gehört, der seine eigene Heilung so uncharmant beschreibt. Die Frage ist nur, was hat ihn das gekostet? Fangen wir mit der Sache an, die er selbst am nüchternsten erzählt. Selbst am nüchternsten erzählt. Bin seit immer mit derselben Frau zusammen. Ich glaube, seitdem ich 17 bin. Mit kurzer Pause dazwischen. Die kurze Pause dauert rund 3 Jahre und sie hat einen Grund. Dass es für mich nichts gab außer Arbeit. Und das hat dazu geführt, dass ich mir keine Zeit genommen habe, dass ich mich nicht ehrlich dafür interessiert habe, was bei ihr abgeht. Kann man dann natürlich auch immer toll erklären und sagt, ey, ich habe eben nur begrenzt Zeit auf YouTube oder jetzt gerade fängt es an zu funktionieren, jetzt muss es weitergehen. Und dieser Prozess hört aber ja nicht auf. Also, ey, ich habe nur noch so und so viel bis zu 100.000 Abonnenten, jetzt muss ich machen. Boah, die ersten Leute reagieren, krass, jetzt muss ich machen. Krass, jeder reagiert, jetzt muss es sitzen. Jetzt habe ich meine Base-Community, jetzt muss ich machen. Wir machen das Behind the Scenes für Seven vs. Wild, jetzt muss ich machen. Krass, sind durch Seven vs. Wild 400.000 neue Abonnenten gekommen, jetzt muss ich machen. Dieser Prozess hört ja nicht auf. Deswegen habe ich dann irgendwann vor 3 Jahren zu ihr gesagt, ey, das Einzige, was fair ist, wenn wir Schluss machen und ich dir den Freiraum gebe, dass du dich neu orientieren kannst. Er trennt sich, weil er die Zeit nicht aufbringt und formuliert es als Fairness. Meine eigene Gesundheit, meine eigenen Beziehungen, mein eigenes Wohlbefinden dem einfach unterordne. Heute sind die beiden wieder zusammen. Und jetzt achte mal darauf, was in diesem Kapitel fehlt. Kein Name, kein Gesicht, kein Thumbnail. Ein Mann, der jede Baustelle, jedes Wrack, jede Firma und jeden Zusammenbruch öffentlich gemacht hat, zeigt diese eine Person nicht. Und glücklicherweise habe ich diesen Stein nie ins Rollen gebracht, so viel von mir persönlich preiszugeben. Alle meine Freunde, meine Privaten die ganze Zeit vor die Kamera zu ziehen, nicht meine Beziehung irgendwie
auszuschlachten und so weiter. Und deshalb zeige ich sie hier auch nicht. Denn diesen Willen, diese private Seite und diese besondere Person aus seinem YouTube-Leben rauszuhalten, sollte man unbedingt respektieren. Eine Beziehung, die unter seiner Influencer-Karriere gelitten hat, war der eine Preis für seinen Erfolg. Was war der andere? Kein Insta auf dem Handy und kein TikTok. Mich macht es kaputt. Ich kann das nicht konsumieren. Das waren zumindest seine Worte in diesem Podcast. Genau. Also zurück zur Eingangsfrage und zu dem Titel des Videos. Was ist die Wahrheit über Dave? Er kauft grundsätzlich das Kaputte. Geil, aber manchmal auch doof. Von Autos bis Bruchbuden oder eine Mauer für eine $500.000 Euro. Weil ich habe basically für ultra viel Geld eine Wand gekauft. Minus 510.000 Euro. Und einmal im Herbst in Schweden war er selbst ein kaputtes Ding, was abgeholt werden musste. Guck mal, wie ich gucke. Und 2 Jahre später ist er zurückgefahren und hat es repariert. Deshalb macht er das Video über die Jahre, die ihn fast zerlegt hätten. Deshalb baut er einen Shop, von dem ihm ein Anwalt öffentlich sagt, dass er auffliegen wird und macht 18 Monate weiter. Und deshalb bricht ausgerechnet in dem Moment alles zusammen, in dem zum ersten Mal nichts kaputt ist. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang. Warum verkauft ein Mann das erfolgreichste Ding, was er gemacht hat? Ich habe The Race verkauft. Weil es fertig ist. Schau dir nur mal kurz an, was auf seinem Kanal passiert, seit The Race weg ist. Das ist eine ganze Menge. Vor allem seine neue Reihe, in der er sich ein Haus oder wohl eher eine Mauer auf Mallorca für über eine $500.000 Euro gekauft hat und jetzt auf dieser Baustelle lebt und alles dokumentiert. Und es läuft. Und an diesem Punkt fällt mir ein kleiner Ausschnitt aus dem Dick und Doof Podcast von Laser Luca und Selfie Sandra ein. Ich muss sagen, ich gucke mir aktuell jedes Hausbauvideo von Dave an und wie der Schnitt und so alles gemacht ist. Ja, das könnte auch eine Serie sein. Und ich stimme den beiden absolut zu. Daves YouTube-Videos haben mittlerweile schon eine Netflix-Dokumentationsqualität erreicht. Und das hebt das ganze YouTube-Level um einiges an und macht es für den einen oder anderen eventuell über die Zeit etwas schwieriger. Und in seiner Kanalbeschreibung steht seit Jahren ein Satz, den, glaube ich, noch niemand zitiert hat. Ich bin Dave. Ich mache Videos, manchmal aufwendiger und manchmal nicht. Und jetzt noch einmal ganz ehrlich und persönlich. Ich mache auch Videos über Menschen und sitze auch nachts am Schnitt. Und ich kenne auch das Gefühl, wenn ein Projekt endlich fertig ist, man es für wenige Minuten genießen kann, bevor man schon das nächste sucht. Letzte Woche habe ich hier über Alicia Joe erzählt, deren einziges Lebensziel es ist, irgendwann raus zu sein. Weg vom Internet. Und das für immer. Bei Dave habe ich nach demselben oder so einen ähnlichen Satz gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Ich würde das ja gerne für immer weitermachen. 2 Menschen, derselbe Job, dieselbe Erschöpfung. Die eine will raus, der andere will weiter. Und ich denke, das ist ein schöner Schlusssatz. Ich bin gespannt, was Dave noch alles auf seinem Kanal veranstaltet. Und ich bin genauso gespannt, wie das irgendwann mal bei mir aussehen wird. Bis dahin sehen wir uns nächste Woche Sonntag 18:18 Uhr wieder. Ciao. Geil!